Can you believe this guy? Sheesh. Sie durften gerade das volle Jack Reynolds Erlebnisprogramm genießen. Jemand im Fernsehgeschäft benimmt sich unausstehlich. Ich weiß nicht. Sie sind beide so schön sarkastisch. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Someone in broadcasting being slightly obnoxious? Unheard of. Huh. That's the thanks I get for stopping by amateur hour. Sorry you had to witness that, Thomas. Made for good radio, though, while it lasted anyway. I'll see you at Moe's tonight, yeah? You don't want to miss what Frank's been cooking up. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Can't wait. See you there. Ah, verdammte. Zuparken hätte doch mal funktionieren können. Haben wir uns den Brief jetzt einfach so abgegeben, okay. Aber was wirklich? Moment, ich gehe mal gucken lieber, bevor ich losfahre ohne. Doch, okay. Ist aufgegeben. Dann fahren wir weiter. Aber vielleicht hätte ich doch das mit der Jack Reynolds Garantie sagen sollen. Naja. Ist egal, er hat so oder so verdient. Ich hoffe nur sehr, dass er den anderen beiden da nicht auf den Sack geht zu sehr. Die sollen doch mal lieber ein bisschen ihre Alone-Time bekommen. Die haben sie sich auf jeden Fall verdient. Aber wie dem auch sei, jetzt fahren wir doch erstmal vorbei und schauen, dass wir da das Jackett hinbringen. So, also wir nochmal hier am schön aufgetauten Teil. Ah, das sieht aber schön aus. Das kann man schon einfach nicht anders sagen. Ich muss auch sagen, dass eben der Camera Angle, den sie gewählt haben für das Segment, eigentlich ganz gut war. So. Und jetzt parken wir dich aber richtig zu. Nicht, dass du wahrscheinlich vorhast, nochmal loszufahren, aber jetzt kannst du es auch nicht mehr. Also, ich glaube, er hat bei der 2 gewohnt oder so. Bin nicht mehr 100% sicher, aber ich glaube, das war's. Ich weiß nicht, ob ich direkt zur Tür kann. Aber wir werden es definitiv ausprobieren. Könnte ich auch hier anklopfen? Nein. PO Smoking Service. PO Tuxedo Service. He's not in. Ich gebe den definitiv nicht an der Rezeption ab. Oh, das ist jetzt eine tricky Situation. Ich glaube, bei der Rezeption ist das Arschloch. Nicht geschaut, ob das Arschloch da ist. Ich will aber auch nicht den hier machen. Weil you never know. Und das kann halt auch schief gehen. Was ist, wenn er auch gerade für Ilse ist? Oh, das kann eine richtige Awkward-Situation werden. Ah, shit.
Mist! Ich hätte gucken müssen, wer an der Rezeption ist. Wenn wir wissen, dass halt Emily da ist, dann ist klar, gar kein Ding. Geben wir halt ihr ab, weil klar, sie kriegt das hin. Ich tendiere tatsächlich zu bei Ilse abgeben. Aber you never know. Es könnte auch sehr awkward sein, wenn er gerade dort ist. I Mach's should aber mal. probably leave it with Ilsa then. Room 9. Ich will nur kurz gucken. Oh ja, okay, er ist da. Ja, dann habe ich auf jeden Fall schon mal eine richtige Entscheidung getroffen, nämlich nicht ihm das zu überlassen. Ich hätte es natürlich, wie gesagt, an die Tür hängen können, aber wer weiß, nachdem wir Connor Price so ans Bein gepisst haben, nicht, dass der irgendwas tut, was vielleicht nicht mal unbedingt dem Tonmann da gegenüber böse gemeint ist, sondern einfach nur ein Arschloch ist. You never know. Ich glaube, das ist schon die safest Bet, die wir haben, aber es kann, wie gesagt, auch in die Hose gehen. Also hoffen wir, dass es das nicht tut. Bitte, 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 bitte. Ich sag nicht P.O. Smoking Lieferservice, das könnte Mech sein. Sagen wir mal den Please hier. accept this delivery for room number 2. Hi, Thomas. Oh, is that Gabriel's tux? Signed, sealed, delivered. That's the Weiss guarantee. Okay, I'll take care of it. Thanks. Right then, I'll... I'm feeling fine, I'm feeling strong. It won't take long. Ooh, when I use my witchcraft. Ooh, when I use my witchcraft. Ooh, Ja, we've got the note. Das Lied liebe ich auch. I mean, he's not wrong. Da hat ja schon jemand ein fröhliches neues Jahr. Well... Great. So, Hey, ich wollte den Satz schon sagen. see you tonight at the diner. Oh, Ich and wusste, dass das awkward werden kann. thank you. Genau diese Befürchtung hatte ich halt. My pleasure, Ilsa. Genau diese Befürchtung hatte ich halt, dass es auf diese Art und Weise weird werden könnte. Aber ich glaube, es ist immer noch die bessere Wahl gewesen, als eventuell halt es da an die Tür zu hängen und er kriegt es aus irgendeinem Grund nicht. Und ne, da gehe ich lieber auf Nummer sicher. Aber hey, freut mich für die beiden. So, und scheinbar hat er ihr den Stuff auch schon alles gesagt. Also es ist doch gut. Das ist doch supi. Nicht, dass er am Ende, keine Ahnung, halt ne, irgendwie was gemacht hätte, wenn andere Leute da drumrum sind, dann ist das immer ein bisschen awkward vielleicht. Weiß ja nie, wie der andere reagiert. So, dann fahren wir mal zurück und sind gespannt auf die Silvesterparty. Und was alle da so geplant haben. Wir haben jetzt mehrere Sachen. Wir haben die Romanze da, die haben wir auf jeden Fall weiter zu beobachten. Dann, was auch immer Maureen gemacht hat. Dann haben wir die Frank-Sache, die wir auf jeden Fall im Auge behalten sollen. Gut, zugegebenermaßen, wir haben nicht so super viel persönlich sonst. Irgendwie mit Emily oder so, was wir zu bequatschen haben, glaube ich. Bin mal gespannt. Vielleicht kriegen wir ja sogar von Meredith noch irgendwas zu hören. Aber you never know. So, gleich sind wir auch schon am Postamt. Perfekt.
So, mal schauen. Ich hoffe nur nicht, dass morgen jetzt irgendwie da am Ende des Tages... das könnte natürlich auch sein, dass der irgendwie nicht gefahren ist, sondern... wissen wir nicht. Wir werden sehen. Aus der Familie Weiß. Dienstagabend. Meredith? Oder nicht Meredith? Hello? Hi, Meredith. It's the Weiss family again. We wanted to wish you a happy new year before we're going to Moe's. Hey, thanks. We've got a little over an hour left here before it's 1986. You'll watch out for those fireworks, won't you? They're so unpredictable. I will. I'll probably stay inside anyways. We've got 4 more hours to go, but Happy New Year! I'd rather be early than late. Ja, okay. Finde ich weird, jemandem das vorher zu wünschen, aber okay. Habt ihr in der Firma eure Deadline geschafft? Gehst du irgendwo hin zum... Wir wollen jetzt wirklich nicht über verdammte Arbeit reden. Are you going anywhere to celebrate? Thanks, Dad. We're all a bit drained after making the deadline. Some guys from the office were going to do a ER Kung Fu tournament, but I didn't feel like it. Okay. Kung Fu tournament? On New Year's Eve? Nichts spricht dagegen. Yes, Mom, it's a video game. But Tess and I are going to watch Trading Places instead at my place. I think that New Year's Eve is overrated anyway. People seem to think it must be the best night of the year, but all you usually get is a lot of drama and a solid hangover. My New Year's resolution was not to make a big deal out of New Year's Eve anymore. And it looks like I'm not going to break it. But Okay. don't let that ruin your evening. Ist auch okay. Ich kann dich sehr gut verstehen. Keine Bange, wir werden ganz toll feiern. Wir haben schon... It won't. Wir haben We'll have Stuff. a good old party and start the new year with a bang. And that hangover will clear up in no time with a New Year's Day walk in the snow. Shall I remind you of this when you're curled up on the couch under a blanket? Sorry, Meredith. Your father's memory needs a little grease between the hinges. Like starting the car in time before going to Moe's? Bingo! Okay, guys, I won't hold you up. Have a great evening and a happy new year. Love you. Sehr gut. Dann sind wir jetzt mal gespannt. Kriege ich alle da? Beautiful people, may I have your attention for half a minute? First of all, welcome to Moe's. We're excited to celebrate the last few moments of 1985 together with you. It was quite an undertaking to host this New Year's Hätte jemand Eve nicht party, Connor heimschicken and können. a costly one at that. So, if you feel inclined to end the year on a generous note, you know where the tip jar is. Gerne. We've got snacks and drinks aplenty. So I'm sure that even the grumpiest so-and-so will be able to have a great evening. Thank you all for coming. Cheers. Well, if it isn't my favorite KNW6 news team. In the flesh. Hi, Thomas. Schicker Smoking. Ich will das eigentlich sagen, aber ich will auch nicht den Moment ruinieren. Vielleicht sagen wir das tatsächlich. Looking like a genuine love story, you two. Seems like you're headed towards a very happy 1986. Yep, and a happy 1987, hopefully. 1988, maybe? 89, 90, 91, happily ever after, until we discover I'm terminally ill and die in your arms. Elsa, that's horrible. It's also the plot of Love Story, you big doofus. There we go. Champagne for my real friends and real pain for my sham friends. Hallo Connor. Hallo Mr. Weiss. Schön Sie zu sehen, guter Mann. Genau, wenn er sich unsere Namen nicht merken will, dann warum sollten wir? Good to see you, man. So, is the segment on Providence Oaks in the can yet? Almost, my friend. Still have to shoot the countdown to the new year. Hopefully that gives us the ending we need.
I've been promised a spectacle. Easy on the alcohol there, Connor. We still need you on camera. Can't have you slurring your words. Slurring my words? Whatever do you mean, Ilsa? Quit fooling, you guys. It's getting close to midnight. Let's set up and get ready. Showtime. Okay, getting into character. See you on the flip side, mailman. Hi, honey. There goes that Connor price. Yep. Would you believe the motel had to custom order a blow dryer just for him? He tipped generously. Wundert mich nicht das is that geringste Beth bisschen. sitting over there? Let's join her. Good evening, my dearest of friends. Almost time for Auld Lang Syne, eh? Did you know that Auld Lang Syne was written down by Robert Burns in the 18th Nope. century? And that he based it on an old Scottish folk song? He wrote it to a different melody than the one we sing today, but I have to say, I do like this version. And it's often sung after a special dinner where haggis is served. Would you believe? Bleib lieber weg damit. Ich glaube nicht, dass ich schon mal gehört habe. Wie wollen... Ja, sagen wir das? Ja. Honestly, Beth, I don't know how we'll get by without these fascinating facts when you're gone. Well, I will still be selling sets of encyclopedias at the store for a few more months if you need them. I'll cut you a nice deal. Da sind wir sofort dabei. Only if you'll help load them into my truck. All joking aside, my friends, now that a new year is upon us, I feel a moment of thanks is in place. I know I've kept my situation from you for a while, but now that it's out in the open, I honestly don't know why I didn't share it with you sooner. Pride, I suppose. But I feel so much better now. So thank you, my friends. Gut, dass sie nicht das geringste bisschen auch nur einmal Emily angeschaut hat währenddessen. That's what we're here for. Glad we could be there for you, Beth. And thank you for opening us to it. We'll always be there for you. But you have to let us in first. I hope you'll remember that when you're in Georgia. Definitely. In fact, it's my new resolution for 1986. Along with letting go and seeing where life takes me. What about you, Emily? Any resolutions? Well, less work and more fun, I suppose. Now that this guy Matt is joining the motel, I am looking forward to a bit more quality time. What about you, honey? Tatsächlich ähnlich. Weiteres Jahr. No. Ein schöner langer Urlaub wäre nicht zu verachten. Ich würde nächstes Jahr gerne mal zu Meredith kommen. Das ist auch wahr. Sagen wir das mal. Yes, we should. It would be great to see her again. Should old acquaintance be forgot and never brought to mind? Well, whatever the future brings, this old acquaintance here will be hard-pressed to ever forget you two. Ja, ich hoffe, das ist positiv gemeint. Das geht auch umgekehrt. Wir werden uns garantiert auch wieder in Erinnerung bringen. No, ja. And we'll be sure to bring ourselves to mind. We sure will. We'll stay in touch. And like you said at Christmas dinner, even if the reasons for change are sometimes out of our hands, let's focus on the new beginnings that come along with them. And what better time for new beginnings than New Year's Eve? Attention, folks! It's showtime! If you want to see the biggest fireworks show west of the Rocky Mountains, you better be standing outside in about 10 minutes. Okay. That's my cue. From a little spark may burst a flame, as Dante once put it. But I need to visit the ladies' room first, or I'll turn into a pumpkin. See you outside. Okay. Isn't she marvelous? I'm so happy for her, but I am going to miss Bethy. So will I. Ja, sagen wir mal, dass sie nicht... Also klar, dass sie es auch, aber das ist ihr ja bewusst. Seeing a parcel addressed to the bookstore always brightened my mood. It makes me feel a bit melancholic. Even more than I usually am on New Year's Eve. This odd feeling of looking back and forward at the same time, and
Now I'm doing that over a much longer period than just the coming and going of the year. I know what you mean. And there's nothing wrong with that. Das ist richtig. Es ist gut, wenn man etwas hat, worauf man sich freuen kann. Ich denke gerne mal über alles nach, was passiert ist. Ist beides ja nicht falsch. It's good to have something to look forward to. And we sure have something to look forward to, don't we? I guess that's what's most important in life. But let's enjoy the here and now instead. Our wise and beautiful daughter just taught us not to demand that this should be the best evening of the year. But we're allowed to try it, right? So Ja, klar. this is where my speech ends, my dear husband. And now I need a glass of champagne. I'll drink to that. And to you. And all the good things the new year will bring us. Maureen, I need champagne. For me and my beautiful wife. You got it, sir. Just grab your glasses and join me in the bottle outside. It's less than a minute now. Da sind wir doch dabei. 20 seconds on go, Mr. Price. Natürlich. Go. And so, 1985 draws to a close. With mere seconds Fänd's left lustig, in wenn the du year, unterbrochen wird I've vom been told Feuerwerk. this little lake town will strive to end 85 with a bang. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Holy Toledo! Ja. Ilsa, are we getting this? Son of a... Somebody check on Frank. Also okay. Oh. Ich höre Feuer. And that sure sounds like a delicious eggnog recipe. Hurry up, So, dear. oh Gott, das It's ist nur coming unser up Ofen. next. Yes, don't get too excited now. It's just a preview, remember? And now, a man with a very special New Year's resolution. And he's going to tell us all about it. Isn't that right, Sybil? Absolutely, Bob. It's none other than our roving reporter, Connor Price. Connor, my dear, where in blazes are you? Well, Sybil, I'm in beautiful Wir kriegen's Providence, doch noch zu Oaks, sehen. wishing Nice. you and Bob and our viewers a joyful 1986. And as for my New Year's resolution, Bob, why, it's my very special price guarantee to all of you that I will be sharing gripping tales and intimate portraits from all over Oregon in an all-new series of special reports on small-town America. Part 1 will air tonight at 8, right here on KNW6. And it will be all about the gorgeous little lake town where I was fortunate enough to spend the waning days of 1985. Here, let's take a look at an exclusive sneak peek. Ist zu gut im Lügen. Providence Oaks, an idyllic town by a lake just south of Melville. It's where this reporter counted down to 1986. And although unfortunately the fireworks started a Wie little ewig kriegen unsere early, Credits. so we didn't quite manage to catch them on tape. Take it from me, it was quite the spectacle, courtesy of postal worker Frank Niemand würde Coleman. jemals das Just sagen. a faulty batch of leftover 4th of July material, I guess. Not mine, anyway. No siree. But I'm all right, folks. Really, everyone can stop calling me at home. I'm A-OK. And perhaps that encapsulates the true nature of Providence Oaks, or P.O., as it's called by those who know and love it. It's a town where, even when things don't go as planned, folks will be all right and A-OK. It's just, you know, we help each other out, and there's nothing we can't fix. A town where first impressions can be deceiving. This town may look sleepy from the outside, but trust me, there's always so much stuff to do and take care of. Ugh. A town where generations have Oh, grown God up. damn it. It's a great place to raise kids, and also a great place to have been raised as a kid. Myself, I mean, back when I was a kid, being raised here. Was that okay? A
town where patience Alles is rein, still a alles virtue. drin lassen. To be honest, Vor allem die I'm not Outtakes. entirely sure if this is where I'll find what I'm looking for. But I do know I can keep looking here for as long as I want, and that feels great. A town full of unique individuals that, deep down, have more in common than you'd think. The average Providenceokian probably doesn't exist. We do tend to keep to ourselves until someone needs us. Then we show up. Always. A town you Das war can't schön help gesagt. but love. You know, I just think it's the best place in the whole wide world. Sue me. And where everyone Okay. has a story. Hier ist alles to tell. verziehen für diese Line. To me, it's all about the people. Because Yes, well, leave it to the mailman to say it best. Here, a goodbye never has to be a farewell. Indeed. Hey, ich habe aber viel mehr Interview gegeben. Providence Oaks, like so many Bestehe auf other mein places in our Gesamtinterview. great state of Oregon, is a small town with a big heart. This is Connor Price, KNW6, PO. Danke, dass du Lake gespielt hast. Danke, dass ihr Lake entwickelt habt. Und da sind wir wieder auf dem Mainscreen. Ja. Ich mochte es, dass bei den Credits das Ganze läuft, damit wir im Grunde. Also, weil viele Leute sonst halt Credits skippen. Und so hat man einen Grund, die Credits zu schauen. Gleichzeitig ist aber auch schade, weil wenn ich jetzt das Game bespreche, sehen wir nicht die Credits dabei. Und zum Zweiten, weil man dann halt lieber auf das achtet und nicht die Credits beachtet. Das ist halt auch irgendwo schade für die Leute. Aber hey, war die Entscheidung der Entwickler. Ja, ich muss sagen, also Lake Seasons Greetings hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also mir gefiel durchaus die Story. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich bei dem einen oder anderen Charakter gedacht, dass wir ihn vielleicht ein bisschen mehr zu sehen bekommen. Gerade vielleicht auch Meredith. Aber dafür haben wir halt neue Charaktere bekommen. Wir haben Connor Price gehabt, zugegebenermaßen. Der ist ziemlich auf die Nerven gegangen. Aber hey, die anderen beiden waren soweit ganz cute. Also insofern, glaube ich, kann ich schon soweit happy sein. Und wir haben zumindest bei dem einen oder anderen Charakter so ein bisschen unsere Einleitung bekommen. Zum einen zum Beispiel bei der Mechanikerin, die ja die Werkstatt im Grunde und Tankstelle im Grunde im Hauptspiel übernommen hat. Aber auch bei der ehemaligen Schulfreundin von Meredith, die ja später ja nicht mehr bei Maureen arbeitet, glaube ich. Wenn meine Erinnerung mich nicht trügt aus Lake. Sprich, wir haben im Grunde so ein bisschen die Situation mitbekommen, die sich später, als wir das Hauptspiel spielen, dann eben nochmal ein bisschen verändert hat. Und das finde ich eigentlich ganz cool, dass wir da halt so eine Exposition halt bekommen haben zu solchen Sachen. Wie gesagt, ich hätte auch nichts dagegen gehabt, bei dem einen oder anderen Charakter ein bisschen mehr mitzubekommen. Aber hey, es ist auf jeden Fall besser als nichts an Exposition dazu gehabt zu haben. Ich bin mal gespannt, ob die Entwickler noch etwas für Lake geplant haben oder ob es das für unser kleines Seestädtchen gewesen sein soll. Ich hätte nichts dagegen, wenn wir noch was dazu zu sehen bekämen. Also ich finde, die Welt gibt auf jeden Fall noch was her. Vielleicht bekämen wir ja noch irgendwie einen Herbst oder sowas. Das fände ich auch, glaube ich, ganz cool. Aber hey, ich glaube, damit bin ich auch schon mal ganz happy. Lasst mir natürlich gerne wissen, wie ihr das Ganze gefunden habt. Und natürlich, wie immer gilt, wenn ihr die Entwickler unterstützen wollt und selbst wenn ihr das hier schon geschaut habt, könnt ihr natürlich gerne euch das Spiel kaufen. Einfach nur, um ein bisschen Support für die Entwickler dazulassen, damit es eben in der Hinsicht auch noch ein paar mehr Games gibt. Denn wenn wir sowas Schönes hier haben wollen, dann ist das natürlich nicht ohne Support möglich. Aber an der Stelle möchte ich auch nochmal natürlich sagen, danke fürs Zuschauen und lasst mir natürlich gerne ein Like da, wenn euch dieses Projekt gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr nichts mehr in Zukunft verpassen wollt.
Und ich würde sagen, wir sehen uns bei etwas anderem zu einem anderen Zeitpunkt. Bis denn und ciao.